Ja, raus aus Heidelberg, weg von den schlechten Straßen dort. Unglaublich, das sind ja Straßen wie in Italien. So was Schlechtes, so ein teures Pflaster zum Leben, aber die Straßen sind grottenschlecht. Oh, hier ist der Odenwald. Da geht's gleich rein. Ich bin jetzt raus aus Heidelberg, es geht nach Schriesheim, hoch nach Wilhelmsfeld, dann, ach, keine Ahnung, nach Altenneudorf, Schönach, glaube ich, heißt es. Dann geht es wieder runter an den Neckar. Ich nehme Dilsberg mit. Dann fahre ich nach Ziegelhausen. Dort geht es wieder hoch Richtung Heiligkreuz-Steinach und Vorderheubach und. Das alles wird heute abgeklappert. Und ja, das Wetter spielt einigermaßen mit. Es ist etwas frisch. Ich habe die Windweste angezogen. Und ja, die Armlinge ausgepackt, obwohl eigentlich die Sonne scheint. Es ist ja eigentlich hier ein warmes Pflaster, eins der wärmsten in Deutschland. Aber die Eisheiligen sind unterwegs, machen auch in Heidelberg keinen Stopp. Allerdings dürfte es hier trotzdem wärmer sein als bei uns zu Hause. Von daher passt alles. Ich gucke mal, dass ich jetzt zum ersten Anstieg komme nach Wilhelmsfeld und wünsche mal viel Spaß hier bei der Odenwald-Tour. In Wilhelmsfeld, es waren jetzt 350 Höhenmeter seit Heidelberg, aber die Anfahrt war ja tellerflach. War ein schönes langes Ding, kann man mit einem großen Blatt hochfahren, kein Problem. Schöner langer Anstieg und jetzt geht es runter nach Altenneudorf und Schönach und dann geht es links weg nach Grein und Darsberg, glaube ich, heißt es. Servus. Und dann geht es zum Neckar, nach Neckarsteinach und ja, da schauen wir doch mal weiter. Jetzt geht es erstmal bergab. Ja, Komoot hat mich mal wieder von der Hauptstraße weggeleitet, weil da irgendeine Kurve war, die konnte man abkürzen und hat 100 Meter gespart. Sensationell. Ich wollte schon wieder umkehren, aber dann sah ich dieses schöne Tal hier. Das führt dann auch auf die Hauptstraße, bergab nach Altenneudorf. Und ja, die nehme ich natürlich mit, weil die sieht geil aus. Aber auch hier wie ja, auf den übrigen Straßen grottenschlechte Verhältnisse, also Löcher und Rillen. Stadt Heidelberg oder Landkreis, was ist das überhaupt für ein Landkreis? Keine Ahnung, habt ihr keine Kohle oder was? Was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Geld, was ihr einnehmt? Wo steckt ihr das hin? Auf jeden Fall nicht in den Straßenbau, auch wenn das jetzt hier eine Nebenstraße ist, aber die Hauptstraßen schauen ja teilweise auch nicht besser aus. Es ist eine Katastrophe. Komm gut home. So, Schönau, Ende, Grein, 4 Kilometer. Oh, schönes Sträßchen hier. Und grüßen tun sie auch mittlerweile hier im Odenwald. Die Grüßer sind eindeutig in der Überzahl. Ein paar haben nicht gegrüßt, aber die Mehrheit doch. So, schauen wir mal. Hier bin ich auch noch nie lang. Mal gucken. Es schaut schon mal vielversprechend aus. Tarana, let's go.
So, das ist Grein hier. Man muss aber nicht greinen, wenn man hier hochfährt, weil der Anstieg ist recht angenehm. Der Rollerberg, nicht steil ist, kann man schön durchtreten. Und ich muss mich korrigieren, ich war hier schon mal. Allerdings bin ich von vorne runter und bin die Abfahrt gefahren. Und jetzt geht es diesmal hoch zu. Da kommt jetzt so eine schöne Serpentine, an die kann ich mich auch noch erinnern. Und dann ist es, glaube ich, auch noch mal so weit. Aber da war ich damals schon recht begeistert von dem Sträßchen hier, weil das so idyllisch durch das Tal hier geht. Wenig Verkehr, schöne Natur. Und dann fahre ich das diesmal hoch. Kann ja mal das Video verlinken, vielleicht finde ich es noch in meinem Archiv. Verlinke ich mal in der Ecke, als ich hier runterfuhr. Wunderschön. So, von da unten kam ich. Dann müssen wir gleich die Straße sehen. Jawohl. Und hier geht es weiter auf nach, was kommt denn jetzt denn eigentlich? Darsberg, glaube ich. Genau. Ja, und hier ist schon der Gipfel. Schwuppdiwupp, 2 Anstiege, fast 600 Höhenmeter. So schnell geht es hier im Odenwald. So, Darsberg verlassen, jetzt geht es runter nach Neckarsteinach an den Neckar. Und dann ja, geht es auf die andere Seite, auf Dilsberg hoch. Es klingt irgendwie steil, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht, aber da muss wohl irgendwie eine Burg oben sein. Und Burgen liegen immer ungünstig, die liegen immer steil oben. Also lassen wir uns mal überraschen, aber ich vermute, es wird ein bisschen ja, kurz und schmerzhaft. Ja, ich bin mal wieder gestrandet. Da unten geht der Weg entlang. Also entweder ich trage jetzt mein Rad da runter und riskiere, dass ich auf die Schnauze falle, oder ich probiere hier noch ein bisschen den Weg entlang, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwo runter geht. Also ich glaube, ich wage es, dass ich hier ja, mein Bike mal wieder trage. Eine kleine Paris-Roubaix-Einlage und dann dürften wir es eigentlich haben. Ja, sehr schön, war doch gar nicht so schlimm. Da bin ich drüber gefahren und jetzt geht es hier am Neckar entlang und dann auf Dilsberg hoch. Mal gucken. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl, aber das ist nur intuitiv, also es kann sich auch in Luft auflösen. Ja, da war jetzt gerade so eine offene Schranke und dieses seltsame Schild. Keine Ahnung, ob man hier fahren darf oder nicht. Ich fahre einfach, ist mir egal. Sollen sie es verrammeln, wenn man hier nicht fahren darf. Aber ist ja hier alles öffentlicher Weg. Wer hier aus der Ecke ist, möge mir das mal erklären, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist es wunderschön hier
Das bleibt festzuhalten. So, da war gerade so eine Reisegruppe, die haben gemeint, sie freuen sich, dass sie jetzt nicht mit dem Rad hier hoch müssen. Das sagt alles. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich weiß nicht warum, aber das ist vielleicht die Erfahrung. Die Erfahrung der alten Hasen. Da liest man was auf der Karte und denkt sich, das ist steil. Und das ist es auch. Es ist steil. Gut, ich muss die Kamera wegtun, weil Frankfurter Löhr braucht jetzt Konzentration. Fuck. 19%. Nur zur Info. Eieiei. Wohin? 20. Oh, das Vorderrad kommt schon. Und nun? Ich hoffe rechts um mich fahre rechts. 22%. Herrlich. So, hier Hauptstraße links weg. Da kommt eine dunkle Wolke da hinten über dem Tor. Mein lieber Schwan. Oh weh, hoffentlich erwischt mich der nicht. Da sieht man es. Ja, für mich geht es jetzt wieder runter, denselben Weg wieder runter. Da fotografiere ich oder zeige euch mal noch das Eingangsschild. Das fand ich ganz lustig, habe ich jetzt vergessen beim Hochfahren, aber ich komme eh noch mal runter. Da wo ich die älteren Mädels traf, den Wandertrupp. Und dann geht es wieder über Neckar drüber. Und ich glaube in Ziegelhausen geht es hoch Richtung Heiligkreuz-Steinach, Vorderheubach und dann irgendwie wieder runter nach Heidelberg und dann war es das mit der Tour, aber bis dahin vergehen noch ein paar Kilometer und ich hoffe, ich bleibe trocken. Mein lieber Scholli. Hier geht es um Schrittgeschwindigkeit. Die wollen tatsächlich, dass man hier mit 7 km/h entlang rollert. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, der das gemacht hat. Ja, das ist irgendwie typisch Deutschland. Regeln und Verbote und was der Teil alles aufstellen. Und wehe dem, der sich dem widersetzt. Der kriegt aber dann die Hucke voll, mein lieber Schwan. So, zurück am Neckar. Ich habe die dumpfe Vermutung laut Navi, dass ich wieder über diese Brücke muss und über diesen unwegsamen Weg. Ja, bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, weil das der einzige Weg über den Neckar ist, zumindest hier. Und dann geht es mal hoch in die Berge in Odenwald. Ich hoffe, dass die dunkle Wolke da nicht rüberzieht. Die ist hier verdächtig, ja, so halb über mir. Und ja, dann drehen wir noch eine Schleife da oben, wie gesagt, und dann geht es nochmal Schluss runter und das war's dann. Es gibt eine Fahrradrampe, ich dödel, und ich bin hier runtergestiefelt. Naja, was? Schauen wir mal, wo die ist. Ich bin eigentlich den Weg hier oben
Noch ein Stück lang, Ente. Und habe aber nichts gesehen, aber anscheinend bin ich nicht weit genug gefahren. Gucken wir mal, es stand hier 100 Meter. Naja, ich bin 50, glaube ich, gefahren. So, hier geht's hoch, steil natürlich wieder. Musste ich ein bisschen ausholen hier, dass ich hier hochkomme. Kurze Rampe. Bis die Beine brennen, sind wir schon oben. Zack. Ja, hier hat es wohl ein bisschen geregnet. Ich treffe jetzt hier die Überreste an des Regenschauers. Aber momentan kommt nichts von oben. Ich habe mich ein bisschen untergestellt, als es zu tröpfeln anfing, aber mich hat es nicht getroffen. Aber ein paar Meter weiter war hier anscheinend ein bisschen Land unter. Nichtsdestotrotz haben wir es dann? Gut. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier hochfahren wieder Richtung Heiligkreuz-Steinach. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, weil ich denke mal, das ist hier bloß so eine Wolke, die zieht auch ziemlich schnell hier vorüber. Habe halt jetzt nur nasse Straßenverhältnisse von unten und rabiate Autofahrer, so wie es aussieht. Das ist ja eine ziemliche Rennstrecke hier. Und ja, und dann gucken wir uns da oben noch ein bisschen rum und rollen dann heim und hoffentlich im Trocknen dann. Also das ist jetzt hier dieselbe Straße wieder, die ich vorhin runter bin, von Alt-Neudorf nach Schönau. Schönau habe ich jetzt gerade hinter mir gelassen. Ja, aber die Autofahrer hier teilweise Katastrophe. Also mit Abstand halten haben sie es nicht so. Die meisten schon, aber da sind einige Exemplare dabei, die fahren an dir vorbei, trotz Gegenverkehr, halten ihre Spur, haben vielleicht einen Meter zu dir oder weniger Abstand. Gerade eben so ein Pickup, der sich da einfach vorbeigedrängelt hat. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Habe ich dann Handzeichen gegeben, er möge mal bitte ein bisschen Abstand halten. Und bei den beiden da vorne, da hat er dann wenigstens großzügig Abstand gehalten, ist an denen mit entsprechenden Radius vorbei. Aber irgendwie, also das Fahrverhalten hier etwas aggressiver als woanders, zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Erinnert mich schon wieder an Italien, wer die Videos gesehen hat. Das letzte Video hier durch die Tunnel, das war ja kurz vor Testamentabschließung. Ja, und schon ist die Sonne wieder da, die Straßen sind trocken. 4 Kilometer weiter unten in Schönau war alles nass und hier staubtrocken, so schnell geht's. Ist das für mich? Oh, schön. Ja, ich habe noch welche. Oh, da war eine Ladestation aufgebaut. Für wen oder was, keine Ahnung. Ja, war auch wieder ein schöner Anstieg vor der Heubach. Wunderschön, schönes Stress, nicht so steil. Irgendwie kann man da flüssig treten. Und man sammelt trotzdem Höhenmeter irgendwie so, ja, so leicht
Ich habe jetzt 1133 Höhenmeter und gerade mal 57 Kilometer und fühlt sich an, als hätte ich vielleicht 500 oder so oder 600. Also echt easy going hier und schöne Straßen, das macht richtig Spaß. Oh, jetzt geht's runter. Ich weiß gar nicht, ob noch ein Anstieg kommt. Ich glaube, das war's schon, obwohl irgendwie habe ich 1500 doch ausgerechnet. Wo sind die versteckt? Wo ist das Profil? Moment, ich schaue mal aufs Höhenprofil. Nö, da kommt nichts mehr, eine Welle kommt noch. Also ich bin jetzt hier, es kommt jetzt noch eine Welle und dann am Schluss auch noch eine Welle. Aber das ist nichts mehr Dramatisches. Kohlhof sind wir hier. Gehört zu Schriesheim. Wunderbar, schaut euch das an. Ah, es ist herrlich. Das Wetter passt jetzt auch wieder. Jetzt geht's in die Abfahrt. Ja, ich rolle runter vom Schlossberg hier in Heidelberg. Hier hat man nochmal einen schönen Ausblick. Da geht es jetzt gleich runter über die alte Brücke über Neckar und dann ja, wird gefespert, habe ich mir was hinter die Kiemen. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Es war die Odenwald-Tour mit sämtlichen Hügeln, die es da so gibt. Was heißt sämtliche, aber einige halt davon. Die Tour hatte gerade mal 78 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss jetzt, geradeaus. Aber 1450 Höhenmeter, 1500 haben wir nicht ganz geschafft. Keine Ahnung, was der Komoot wieder ausgerechnet hat, aber das ist halt Komoot. Und ja, wenn es euch soweit gefallen hat, gebt mir einen Daumen, haut auf den Abo-Knopf, lasst einen Kommentar da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wo das ist, wann das ist, keine Ahnung. Aber sicher ist, es kommt. Bis dahin, ciao, ciao.